Dankeschön für die Trägungsfrühes und mit uns Gott sein Wort studieren. Wir sind in 1. Petrus und wir heute das Brief schreiben nur junge Menschen, die da wären im Glauben und die da in Lieden für ihr Glauben. Und so in das Brief da ist auch viel Bahn für uns, das ist für uns auch geschrieben. Heute hat ich nicht nur geschrieben, aber Gott sein Wort ist für uns für von der und das ist gerade so neulich für uns von der, als was wir in Jahren da. Und du hast so viel hier für uns. Und so, ich freue mich, dass wir können studieren. Letztes Mal dann mögen wir eng mit Vers 3. Und von der werden wir bloß aufhören mit Vers 3. Bloß dort lesen, dass wir dort uns einen Aufhang merkt in den Versen angehen, was wir von der wollen durchgehen. Und in den nächsten 2 Videos werden Taubposten, wenn wir wollen Versen 3 bis 10 durchgehen. Und so, mich freut, dass diese an 3 kommen. Und so werden wir anfangen mit Versen 3 bis 8 lesen. Und dort sagt es das. Wenn je geschmeckt haben, dass der Herr Gott ist, dann kommt nur an, den lebenden Stein, der durch den Menschen, von den Menschen verschmäht wird, der über von Gott gewählt und wertvoll ist. Ein Lot von Jünd, so aus von lebenden Steinen ein jährlichen Tempel gebaut worden. Dort je ein heiliges Priestertum worden, durch Jesus Christus jährliche Opfer zu bringen. Und da Gott ein gefallen hat, wird dort steht geschrieben, kiek mal, ich sah gleich in Sion einen ausgewählten und sehr wertvollen, herrlichen Eckstein. Und wer an den glauben wird nicht zu schon werden. Für jünd, die glauben, ist der sehr wertvoll, aber für die nicht glauben, ist gerade Stein, den die Bühlied verschmeiden, der wichtigste Eckstein geworden. Und sind ein Stein über den Menschen fallen worden. Ein Stein, der an Wort zu vollbringen, wird zu bestimmt sein, will sie dort Wort nicht glauben. Petrus wird hier mehrere Versen brauchen vom im Alten Testament. Und so in Vers 3, da wir letztes Mal von wann du geschmeckt hast. Das meint, wenn du das persönlich erfahren hast, wo Gott ist. Und so dann sagt er, dann kommt nur an den lebenden Stein. Und so Jesus als erst genannt, der lebende Stein, und dann den von den Menschen verschmäht wird in Vers 4. Und viele Menschen in Jesus seiner Zeit, die ihn nicht annehmen als der lebende Stein. Sie wollen ihr Leben ab sich selbst bauen. Wenn Jesus passt nicht bei den Messias, was sie haben in ihr Sinn abgemerkt, wo der Messias soll lauten. Und so sie ihn nicht annehmen als der Eckstein. Und so Jesus wird genannt den lebenden Stein in Vers 4, auch der Eckstein in Vers 6. Und so Petrus braucht hier Psalmen 118, Vers 22. Und dort sagt es, dass der Stein, den die Bühlied verschmähen haben, ist der Eckstein geworden. Auch in Jesaja 28, Vers 16, da sagt es das, nee, Gott der Herr sagt jünd, horchte mal, ich sah an sie einen Eckstein, ein sehr fester Stein, der nicht verschifft, ein wertvoller Stein, der holen wird. Wer Glauben hält, wird nicht aus Angst tagen. So Jesus ist der rechte Eckstein. In Epheser 2, Vers 20, da sagt es das, da ab die Apostel und Propheten ihren Grundgebiet ist, woran Jesus Christus selbst der rechte Eckstein ist. Die Apostel und die Propheten, die ab diesem Grund bauen, ab Jesus Christus selbst. Und so, er ist ein sehr fester Stein. Und Jesus verschifft nicht. Wie kann uns Leben bauen ab an, wenn es heute ein fester Grund ist? Er verschifft nie nicht und der tut nie nicht am anderen. Und für die von uns, was uns glauben haben und angesagt, ist er ein sehr wertvoller Stein. Menschen, die nicht im Glauben sind, sie schmieden am Bach zu sehen, als wenn er nicht der Stein ist, wo sie wollen abbauen. Und sie geben nicht viel Raum, dass er der Grund ist, worauf wir können bauen und Fuß sein. In der Bibel steht, dann, wenn sie den Gebiete bauen, der erste Stein wird so genannt als der Eckstein. Das wird jetzt der Stein, wo nur alle anderen Steine waren gemäht, nur das ein Stein nur. Und so das Bild wird sehr Klarheit gebracht, wenn Petrus das Bild braucht von Jesus, dass heute der Eckstein ist. Und so Petrus sein Bild hier ist, dass Gott der einen jährlichen Tempel bauen, ein jährliches Haus. Und der Grund,
En de grond ook de aardstein van dit gebied als Jezus Christus zelfs. Hij als de levende stein. En hij brok levende steinen. En dat zijn wie als christen. Die wordt ons leven handgegeven door den Herrn Jezus Christus en am genoemd als heiland. Wie zijn ook levende steinen. En wie hij dat aansproken om een jeselijk gebied bouwen. En zo, wie alle als christen, wie zijn een jeselijke huis, wat hij dat bouwen. En zo, Jezus is genannt de levende stein. En dan zijn we genannt als de levende steinen. En zo, wie leven wens, wie zijn topgeknakt met Jezus Christus en hij als ons leven. Krijg zo goed als God uit Israël zich willen, zo als de kerk ook gewild. En wie als mensen im Gloowen, wie zijn ook gewild. En zo, en krijg zo goed als Israël had een priesterteam, zo zijn ook wie als christen een heilig priesterteam. En zo, dat zegt dat je een heilig priesterteam worden. En hier redt dat van in vers 5. So, wie als mensen, wie als Christen, wie zijn ons ene priester voor God. Wie ons fehlt nicht mehr een vermittler, zoals de hoge priester wat ze hadden im Oude Testament. Ons fehlt bloos Jezus Christus zelfs, hij is ons hoge priester. En zo in Hebräer 4 vers 14, da sagt es dit, wils wie Jezus Gott seinen sehen als hohe priester haben, der durch den ganzen Himmel gegangen ist, weil wir an uns Bekenntnis festhalten. Und so, wir betekenen, wo Jesus dort hat möglich gemerkt, dass er uns hoher Priester ist. Und so, wenn Jesus hier auf Erden wir, dann wird der Tempel in sehr besonderes Gebiet. Und wurde Opfer gebracht für die Menschen ihre Sünden. Und nur das Gesetz Moses nur. Und die Priester, die mussten die Opfer bringen für die Menschen ihre Sünden. Und wir lesen in der Hebräer 9, Vers 1 bis 9, wir wollen den nicht lesen wegen Tiethoven, aber hier kann wir sein, wo dort ausgeführt wird. Und so, ich würde nicht mehr sprechen, dort in den einen Tiet zu lesen. Aber da wären Priester und sie würden Nangun Opfer geben für die Menschen ihre Sünden. Und die Verstufen dann, zu verrichten. Und so, da wären Priester, die in die Verstufen angingen, fertig zum Opfer bringen. Und so, hier können die Priester einmal Nangun, der Opfer bringen, aber dann wieder noch eine Stufe hängen dort, und dort nahm sich das Allerheiligste. Und hier redet davon in Vers 7, hier in Hebräer, was wir da lesen. Aber das Allerheiligste, in das Allerheiligste ging bloß der Hohepriester einmal im Jahr an, und dort niemals ohne Blut. Das Blutopfer hat für seine Sünden, auch für dort fällt ihre Sünden, von daher sie nicht wissen. Das Hohepriester, der muss krank nur gehen, was dort gesagt wird, von Moses, was er soll nur gehen, um diesen Opfer bringen. Und wenn er dort nicht krank reicht, können sein, dass er überfallen und dort sein in der Stufe. Und so, dass wir was sehr groß und wichtig, was da passieren dort. In Hebräer 9, Vers 8, bei 12, da sagt es das. Der Heilige Geist bewies euch all das sehr klar, dass der Weg in das Allerheiligste noch nicht abgemerkt wird, solange aus der erste Teil vom Zelt noch stund. Dort merkt dort für die von der Zeit klar, dass Gloowen und Opfer dem Ungebeter dort die Wassen nicht reinigen können. Das sind eben bloß Vorschriften, die bieten haben, über Eten und Trinken und verschiedenste Sorten von sich reinigen. Die bloß so lange gelten, bis dort nie in bessere Ordnung kommt. Und Christus als Hohepriester über dort bessere gekommen. Dort nicht hier ist, durch dort gerade in vollkommenes Zelt. Dort nicht von Menschen gebiet ist, auch nicht von dieser irdischen Welt ist. Er ist auch nicht mit Blut von Kasen oder Kalber in das Allerheiligste neigen. Er ging mit sein eigenes Blut für allemal in das Allerheiligste nennen und hat uns eine ewige Rettung verschafft. Ich wünsche, wir haben von dem mit meiner Zeit um das studieren. Hier ist so viel bei. Aber was ich will rückbringen ist, dass Jesus ist nicht uns Hohepriester. Er ist einmal nangegangen für uns alle, um dort betonen, was da fehlt, um unsere Sünden
dat onze zinnen kunnen vergeven zijn. En nu kan ik alle, jeder Mensch op deze wereld kan nu God, door Jezus Christus. En zo, de wierne gardien wordt de buitenstof en dat allerheiligste uiteindeelen. En dat, deze gardien wordt doorhangt, daar moeten de priester einmal durchgaan en daaruit ganz twee van boven tot onder, wings Jezus is daar om te sterven. En zo, in Hebräer 10, vers 19 bis 23, da sagt es das. Da wir in liebe Brüder, wir haben nu durch das Blut von Jesus die Freiheit gekriegt, durch die Vergang und an das Allerheiligste Namen zu gehen. Jesus selbst hat uns durch das Opfer von seinem Körper des Nien und Leben Weg zu Gott haben aufgemerkt. Und so haben wir nu einen großen hohen Priester über Gott sein ganzes Haus. Dann weil wir nu mit wahrhaftiger, oprechter Hort in festen Glauben nur Gott gehen. Mit gereinigten Horten und los von bösen Gewissen in uns Körper gewaschen mit reinem Wasser, weil wir daran festhalten, die Hoffnung zu bekennen und dort ohne die Unzweifeln, wills die dort Versprechen gegeben haben, als treu. Wie kann hier sein, dass Jesus als der hohe Priester wird als Nanny gehen? Und so, wie kann nur Gott gehen, wenn es was Jesus getan hat von uns? Und wie kann uns daran festhalten? Die Hoffnung zu bekennen. Und dort dann unzweifeln. So, wenn es dort Versprechen hat, als treu. In Matthäus 27, Vers 50 und 51, da lesen wir von der Gardine, wo die Zweiheit, wenn Jesus dort am Kreuz gestorben. Und dort sagt es das. Und Jesus schrie noch einmal laut und jauft sein Geist ab und weit je die Gardine im Tempel reit von boven, wat ung hinein, und der Eid scharret und der Steine spalten. Das ist bloß wunderbar, wenn wir das studieren dann. Die Gardine wird die Büterstube und das Allerheiligste hinein, wo kein anderer nennen kann, als bloß der Hohepriester, der reit ganz ab. Und so, das wird keine kleine Gardine. Wenn die jüdischen Menschen, die das haben sehr studiert, sie sagen, dass wir bin 60 Schau hoch und 4 Saal dick. Wenn wir da mal ein bisschen denken. Und so, was hat als die Bedienung von die Gardine als 2 reden, wenn Jesus um Kreuz starb? Und was ist die Bedienung für mich und für die von dir? Und das größte Ding ist, dass die Gardine dort verreden, ist, dass Jesus sein Tod als ein Teken, dass die Tooling für den Sinn, was er hat gemerkt, das ist genug. Das uitgegotene Blut von, was heute deut, das ist genug für alle Sünden vergeben, was er jemals gesündigt haben, auch nu, auch was er noch im Kommen sind, er hat alles betont. Und nu ist das Allerheiligste für jedem ein, was er will, nur Gott gehen, für die Juden und für die Griechen. Wie wunderbar ist das nicht, dass Jesus hat den Weg aufgemerkt, dass wir können, nur Gott reich gemerkt worden für Gott. Und wenn Jesus starb, dann wird die Gardine abgeritten. Und nie nicht mehr dürfen wir einen hohen Priester haben, wie sieht Jesus Christus, was wir angehen, für uns, für die Sünden opfern. Wenn Jesus hat alles getan, was fehlt. Und Gott will nicht mehr in einem Tempel wohnen, von was wir von Menschen haben gemerkt. In Apostelgeschichte 17, Vers 24 redet davon. Das Tempel, der wird 2 gebrochen in Odai 70, und davon können wir lesen in Lukas 13, Vers 35. Aber solange der Tempel noch steht, dann wird dort noch eine Bedienung, das Alte Testament bund wir noch einmal durch, wir noch einmal jährlich. Ab einen Weg ist die Gardine eine Bedienung für Jesus, dass der einzige Weg ist nur Gott. Und das stammt mit Johannes 14, Vers 6, dort sagt es das. Jesus sagte ihm, ich sehe die Wahrheit, die Wahrheit in das Leben. Und keiner kommt nur Vorbitter durch mich. Und so der hohe Priester, die müssen durch diese Gardine gehen. Und kein anderer kann in das Allerheiligste nennen. Nu, Jesus als hoher Priester hat den Weg aufgemerkt für mich und für die. Du sagst nicht mehr, bloß weiße Menschen, die kennenlernen. Nu kann jeder einer von uns, der nur Jesus kommt und durch Jesus geht, kann nur Gott kommen und reich werden für ihn. Wenn du hier steht, einer sagt, ich habe besonders Wort wie Gott, was du nicht kannst haben, das werden wir nicht glauben. Wenn Jesus hat dazu gemerkt, dass jeder einer von uns kann nur Gott gehen. Jesus ist uns Vermittler und das ist alles, was uns fehlt.
Und so, 1. Matthäus 2, Vers 5 sagt es, dass du hast ein Gott und du hast einen Vermittler, der zwischen Gott und Menschen steht. Der Mensch, Jesus Christus. Jesus ist ein zweiter Gott. Und die Gardinen, was wir studieren, das ist ein Denken halten für uns, dass wir getrennt von Gott, wen unser Sinn. Und nu können wir nur Gott gehen, was Jesus getan hat. Wie wunderbar ist das nicht, dass Jesus alles getan hat, was fehlt, für mich und für dich. Jesus tut für uns, was du nicht können für uns selbst tun. Und so, die Frau ist noch einmal, hast du Gott sehen, wie schmeckt, wo Gott ist. Die Genüge, was heute ab uns Leben, uns geben, durch die Vergebung von der Sünde durch Jesus. Wir können gleich nur Gott gehen uns selbst, was er heute getan für uns. Wir können das nicht verdienen. Wir dürfen bloß uns Glauben sagen, ab was Jesus getan hat für uns. Und uns umkehren, in uns Leben geben an. Ich glaube, dass jeder einer von uns hat dasselbe bei Gott, wenn wir Jesus Christus als Hohepriester haben. Keiner ist höher geschrieben bei Gott als der andere. Und dann in Vers 5, da sagt dort je ein heiliges Priestertum worden, der Jesus Christus jährliche Opfer zu bringen und der Gott eingefallen hat. Wenn's was Jesus hat getan für uns, kann wir durch jährliche Opfer bringen zu Gott. Das ist nicht so ein Opfer, was wir im Alten Testament bringen für die Sünden. Aber wenn's wir dort Geschenke kriegen haben durch Jesus Christus, können wir Opfer bringen zu Gott. Und so, wir werden mehr davon reden von das in das nächste Video. So, Gottes Segen kommt nächste Mal und dann werden wir bleiben in Gott sein Wort. Dankeschön.